Diese 3 Aktien sind meine Favoriten für einen Kauf im Januar 2025 herzubekommen auf dem Börsenparkett. Ja, ich stelle euch heute wieder 3 Aktien vor, die jetzt im Januar spannend werden könnten. Und das erste Unternehmen, das ich damit dabei habe, ist KLA Tencor aus der Branche der Halbleiterindustrie, und man hat sich hier spezialisiert auf die Prozessüberwachung und die Inspektion. Letztlich ist man da auch der Marktführer, also man ist eigentlich in der Prozesskontrolle tätig, und das hilft sozusagen den Herstellern dann, ja, die Produktionsqualität zu maximieren und die Effizienz zu erhöhen. Also auch ein sehr, sehr wichtiger Status oder eine wichtige Aufgabe hier in der Wertschöpfungskette bei der Halbleiterfertigung. Wenn wir uns den Umsatzmix nach Regionen ansehen, sehen wir, dass 42% hier im ersten Quartal, also im letzten abgelaufenen Quartal, aus China kamen. Danach ist der wichtigste Markt Nordamerika, dann Japan bzw. Taiwan. Also es ist schon einigermaßen gut verteilt, das Umsatzsegment, aber hier schon eine relativ hohe Abhängigkeit von China. Wenn wir uns den Qualitätscheck ansehen, es ist relativ grün, ein Score von 12 von 15 Punkten. Es gibt hier Punktabzug wegen der Stabilität des Umsatzwachstums und ja, wegen der Volatilität, weil jetzt eben der Kurs auch gut zurückgekommen ist, sowie bei der Finanzverschuldung. Es wird eine kleine Dividende gezahlt mit 1,03%, also relativ nett, aber die wird auch sehr stark erhöht. Also das ist schon ein sehr interessanter Dividendenwachstumswert auch. Und das KGV beträgt jetzt im Moment 29, was ich eigentlich auch sehr attraktiv finde, gerade wenn man jetzt hier ja, in Betracht zieht, dass das Earnings per Share Wachstum in den letzten 5 Jahren im Schnitt bei 22% lag. Da ist es schon eine ja, faire Bewertung. Das werden wir aber auch gleich noch sehen in der Bewertungstool. Jetzt hier nochmal ein paar Highlights aus dem Septemberquartal. Wir haben hier 61,2% Marge, 2,84 Milliarden US-Dollar Umsatz und knapp 1 Milliarde Net Income. Also es ist ein wirklich sehr großes Unternehmen und auf jeden Fall hoch profitabel. Wenn wir uns die Bewertung aktuell ansehen, sieht man, dass KLA ja so circa 10% überbewertet ist auf Basis des Umsatzes der letzten 3 Jahre. Also es ist ja kurz davor, wirklich den fairen Wert zu erreichen. Ich finde es aber auch jetzt schon akut spannend. Piotrowski F-Score ist jetzt nicht allzu grün, aber akzeptabel mit einem Score von 5 von 9 Punkten. Wenn wir uns die Dividende ansehen, dann gab es hier einmal eine Sonderdividende. Es wird jetzt seit 20 Jahren eine Dividende bezahlt. Die ist auch schön langfristig steigend, und die soll auch in den nächsten Jahren weiterhin nach oben gehen. Also es ist ein guter Dividendenwachstumswert auf jeden Fall, und die Analysten raten hier mit 61% zum Kaufen und 39% raten zum Halten von KLA. Wenn wir uns mal die einzelnen Segmente ansehen vom Geschäftsmodell, hier sehen wir einerseits natürlich sowas wie Wafer Inspection, also eben diese Prozessoptimierung und die Qualitätssicherung spielen hier eine sehr, sehr große Rolle. Und das macht eben auch 48% des Umsatzes aus, und hier hat man wirklich extrem hohes Wachstum hingelegt, eben mit plus 36%. Der zweitwichtigste Teil sind dann eben Dienstleistungen, also Services. Das macht 23% des Umsatzes aus und konnte auch ein Wachstum Year over Year von 15% verzeichnen. Die restlichen Segmente ja, sind leicht gestiegen, oder hier außer Others, das ist aber nur ein ganz winziges Segment, ist hier deutlich gesunken. Aber man kann sagen, Dienstleistungen und Wafer-Inspektion sind die 2 wichtigsten Bereiche, und die wachsen wirklich sehr stark. Bevor wir jetzt zur Chartanalyse kommen von KLA und ich euch sage, ob ich jetzt aktuell in KLA einsteigen würde, wenn dir dieses Video gefällt, lasst doch jetzt gerne einen Daumen nach oben da, gerne kommentieren, mit dem Video interagieren, das hilft mir wirklich sehr viel weiter. Das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum ich hier Videos mache. Also wenn es dir gefällt, gerne mal ja, deine Meinung dazu sagen, aber auch natürlich gerne konstruktive Kritik. Das ist auf jeden Fall sehr erwünscht. Vielen Dank an der Stelle. Und jetzt gucken wir auf den Chart von KLA Tencor. Und wir sehen ja schon, dass wir auf Monatsbasis hier auf jeden Fall uns in einem ja, Aufwärtstrend befinden. Also auf jeden Fall schon seit 2015, eher sogar schon seit 2008. Der ist ja auch in letzter Zeit immer dynamischer geworden und hat hier eine wirklich schöne Struktur aufgebaut. Wir können auch noch ein bisschen weiterziehen, ungefähr so. Auf jeden Fall sind wir auf Monatsschlusskursbasis jetzt schon eher am unteren Ende, wenn wir uns den Trendkanal ansehen. So, grundsätzlich ist jetzt der Trend nach wie vor absolut intakt. Es hat mich auch jemand gefragt, ob ich noch tiefer eingehen kann auf Unterstützungszonen und so weiter. Das möchte ich auch machen.
möchte ich jetzt hier auch machen. Wir sehen, dass jetzt hier dieser Impuls, also wir haben hier immer einen Impuls und eine Korrektur. Ich zeichne das jetzt einfach mal ein. Hier ist ein Impuls, der ist jetzt in grün und dazu gibt es jetzt eben eine korrektive Bewegung, die jetzt hier im Jahre 2022 ihr Ende gefunden hat und dann kam jetzt eben der neue Impuls, der wieder zu einem neuen All-Time-High geführt hat, nämlich irgendwo hier oben bei, was sind das, 800, knapp 900 US-Dollar. Ja, und jetzt befinden wir uns eben wieder in so einer Korrekturphase, also wie bei der orangenen Linie. Und die ist auch vom zeitlichen Rahmen her relativ interessant. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir sind jetzt hier nicht in einer riesigen Inflationskorrektur. Wir stehen in den Indizes auf Allzeithoch. Also deswegen würde ich jetzt behaupten, dass auch diese Korrektur auch schon eine gute Einstiegsmöglichkeit wäre langfristig bei KLA. Und so eine große Korrektur, ja, kann natürlich sein, dass sowas wiederkommt, halte ich aber im Moment noch für eher unwahrscheinlich. Wenn wir uns das auf mittelfristiger Basis anschauen und ich hier nochmal diese Linien rausnehme, dann ist es eben auch sehr interessant zu sehen, dass die wichtigste Zone hier bei 500 US-Dollar, 525 US-Dollar liegt. Hier liegt auch sehr, sehr viel Volumen und das ist eben auch auf Niveau des letzten All-Time-Highs von 2022. Also das wäre so eine absolut krass gute langfristige Kaufchance, wenn wir hier unten drauf laufen würden. Ja, schwer zu sagen, ob wir wirklich dahin kommen. Im Moment bauen wir hier schon so einen kleinen Bogen auf den ganz kurzfristigen Zeiteinheiten und laufen ja jetzt auch bereits ein Jahr seitwärts. Also wir haben jetzt hier keine Kursrendite mehr erzeugt seit einem Jahr und ich halte es tatsächlich für sehr wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier über diese 675 US-Dollar kommen, dass wir dann erstmal wieder steigende Kurse sehen. Deswegen liegt jetzt eben bei mir auch dieser Alarm hier im Chartsignal und auch dieses CAV. Also wenn man dann hier einsteigen würde, würde sein Stop unter dem kleinen Boden platzieren und würde dann hier auf das minus 0,382er spekulieren, dann wäre das ein Chance-Risiko-Verhältnis von 6,6. Also ganz klar, Unterstützungszonen sieht man eigentlich immer relativ einfach. Die erzeugen sich eben aus so kleinen Seitwärtsphasen, wie wir es hier gesehen haben. In dem Fall jetzt noch in Verbindung mit diesem letzten All-Time-High. Natürlich könnte man jetzt hier unten sogar noch eine einzeichnen rund um das 78,6er Fibonacci Retracement. Aber ich glaube jetzt im Moment eher, dass wir jetzt hier eine erste Einstiegsmöglichkeit bekommen. Kann natürlich sein, dass wir dann nochmal runterkommen und hier einen neuen Boden bauen, wenn wir jetzt praktisch diese 600 US-Dollar verlieren sollten. Das ist durchaus möglich, wäre aber dann nochmal sehr attraktiv, wieder nachzukaufen. Also bei Überschreiten 675 wäre es hier auf jeden Fall möglich, mal eine erste Position zu eröffnen. Und bei mir steht KLA ganz, ganz weit oben auf der Watchlist, auch wenn ich vor kurzem erst ASML gekauft habe und es ja schon auch im ähnlichen Sektor ist oder in einer ähnlichen Branche. Aber ich weiß nicht, wie ist eure Meinung da? Also würdet ihr jetzt da zum Beispiel KLA, ASML vorziehen oder würdet ihr beide Aktien kaufen? Bei mir ist es ja schon ein bisschen fraglich, ob dann beide reinpassen oder ob man sich für eine entscheiden muss. Ja, das werde ich noch mal genauer evaluieren. Genau, aber jetzt gucken wir weiter zum nächsten Unternehmen, das ich mit dabei habe. Und das ist nämlich ein deutsches Unternehmen, nämlich Aixtron SE. Also hier auch wieder aus der Branche der Halbleiter- und Optoelektroindustrie. Aber in dem Fall werden hier Maschinen gefertigt. Also die Produkte sind sowas wie Depositionsanlagen eben für die Herstellung, ja, von Verbindungshalbleitern, also wie Galliumnitrid und Siliziumkarbid. Und die verkaufen dann eben Spezialmaschinen für die Produktion, ja, zum Beispiel von LEDs, von Lasern, Leistungselektronik, aber auch von Photovoltaik. Und die sind vor allem führend in der MOG-Technologie, also Metal Organic Chemical Vapor Deposition, die eben essentiell für die energieeffiziente Halbleiterfertigung sind. Wenn wir uns den Qualitätscheck hier anschauen, dann ist der wirklich sehr, sehr grün. Also wir haben hier einen Score von 14 von 15 Punkten, also wirklich überraschend hervorragend guter Score. Es gibt hier nur Punktabzug bei der Volatilität. Das liegt eben daran, dass der Kurs jetzt doch sehr stark zurückgekommen ist bei AXTRON. Die Dividende liegt gerade bei 2,68%, die ist auch wirklich sehr hoch. KGV relativ günstige Bewertung mit nur 15, könnte aber eben auch dann damit zusammenhängen, dass jetzt der Ausblick für die nächsten Geschäftsquartale relativ schwach ist. Wenn wir uns die Bewertung hier anschauen auf Basis des Umsatzes bzw. des Gewinns, sehen wir, dass AXTRON hier laut dem Bewertungsmodell deutlich unterbewertet ist.
Also minus 60% Unterbewertung ungefähr so in dem Rahmen. Piotrowski-Evska haben einen Score von 6 von 9 Punkten. Hier wurde jetzt eben auch schon viel Risiko eingepreist bei Extron. Es ist natürlich auch ein deutsches Unternehmen und wir wissen, deutsche Wirtschaft, das ist alles eher ja, schwierig im Moment, würde ich jetzt mal sagen, gerade jetzt auch im Bereich Maschinenbau. Und da ist jetzt Aixtron zumindest laut diesem Bewertungsmodell wirklich sehr günstig zu haben. Wir sehen auch mal so einen kleinen Ausschnitt aus den einzelnen Produkten. Also es geht ja hier in erster Linie um diese Verbindungshalbleiter und sie sind ja vor allem weltweit führend eben in dieser Herstellung von MOCVD-Anlagen zur Materialbeschichtung in erster Linie, aber man ist ja auch noch in anderen Bereichen vertreten. Wenn wir uns die Dividende ansehen, sehen wir, dass hier bis 2011 mal eine Dividende gezahlt wurde. Die wurde dann wieder gestrichen und ab 2020 wurde jetzt hier ja, eine Dividende ausgeschüttet und tatsächlich auch erhöht. Die Prognosen sagen aber, dass sie hier wieder sinken könnte. Ja, das halte ich auch für realistisch, also bleibt abzuwarten, hängt natürlich dann da auch davon ab, wie sich das Geschäftsumfeld entwickelt. Die Analysten raten im Moment zu 36% zum Kaufen und 64% sagen halten. Bevor wir uns jetzt den Chart anschauen von Aixtron, falls du noch auf der Suche bist nach einem Aktienbroker und zwar dem günstigsten in Deutschland, wo du echte Schweizer Aktien handeln kannst, kann ich dir Finanzen.net Zero empfehlen und mit meinem Link in der Beschreibung oder im ersten angepinnten Kommentar kannst du dir hier 25 Euro Startguthaben sichern. Also auf jeden Fall die Chance nutzen und du kannst natürlich mich auch damit indirekt unterstützen. Danke auf jeden Fall. Jetzt gucken wir uns aber Aixtron im langfristigen Chart mal an. Es ist ja ein deutsches Unternehmen, also jetzt in dem Fall in Euro und nicht in US-Dollar. Auch hier ja, als erstes mal im Monatschart und wir sehen, dass wir hier ein All-Time-High hatten bei 40 Euro, also knapp 40 Euro und 3 Cent. Jetzt aber doch der starke Absturz bis runter auf 14 Euro. Also das ist jetzt hier ein Kursverlust gemessen vom Allzeithoch von minus 65% und in der Tiefe hatten wir sogar knapp 70% gesehen. Wir sind jetzt in der wichtigen Zone, nachdem wir jetzt hier schon dieses 78,6er leider verloren hatten, sind wir jetzt rund um 13 Euro stehen geblieben. Das ist noch mal eine gute Zone hier. Das sieht man ja auch relativ schön mit diesen sehr, sehr vielen Kursreaktionen hier auf diesem Level. Da kann man dann eben schon feststellen, dass hier eine Unterstützungszone liegt. Noch weiter drunter wäre aber das Volumen höher, also diese Zone könnte man jetzt noch deutlich weiter einzeichnen, nämlich in diesem Rahmen, ja, ist auch realistisch. Ich hätte jetzt aber hier eher das Szenario präferiert, dass wir uns jetzt hier stabilisieren, möglicherweise einfach mal hier runterdippen, also runterkommen, aber innerhalb einer Woche, also am Anfang der Woche hier bis Abverkaufen $11 und am Ende der Woche, dass wir eben wieder hier oben stehen bei $15. Das wäre sehr, sehr schön. Also eine ähnliche Kerze, wie wir es hier unten gesehen haben, so einen ganz langen Docht nach unten, einfach um hier Liquidität zu holen und wieder Käufer in den Markt zu spülen. Wir sehen aber halt auch, dass im Vergleich zum Impuls, also dieser Impuls hier, diese Korrektur schon sehr aggressiv ist. Also hier ist es schon sehr gefährlich, jetzt auf steigende Kurse zu spekulieren, weil eben diese Bewegung so aggressiv ist. Da brauchen wir definitiv eine gute Bodenbildung, damit es hier sinnvoll ist, ja, wieder auf kaufende Kurse zu gehen. Also da muss sich schon noch einiges tun. Also wir brauchen hier mehrere Wochen, bis wir hier einen Boden ausbilden im Best Case. Und dann sehen wir auch wieder steigende Kurse, weil die Unterstützung an sich hier schon sehr attraktiv ist. Aber im Moment reicht jetzt dieser kleine Jump nach oben reicht überhaupt noch nicht aus für meine Investmentstrategie zumindest, um hier langfristig zu investieren. Aber es ist eben eine Aktie, die man schon ganz genau jetzt auf der Watchlist haben sollte, ähnlich wie es bei KLA ist. Also wir stehen ja schon kurz davor, hier mal ja, ein erstes Kaufsignal auszulösen und gerade deswegen auf die Watchlist nehmen und hier ja, mal längerfristig draufschauen. Jetzt kommt man zum letzten Unternehmen, das ich mit dabei habe und das ist ein absolut starker Dauerläufer und das ist hier Lotus Bakeries aus der Branche der Lebensmittel. Man hat sich spezialisiert auf Backwaren und Snacks. Also kennt wahrscheinlich auch, ja, eigentlich jeder diese Lotus Biscoff Kekse und Aufstriche. Die haben natürlich auch noch weitere Marken im Portfolio, sowas wie Neckt, also gesunde Snacks und Trek mit ja, Proteinriegeln. Und die haben eine Premium-Positionierung mit einem Fokus auf diese ikonischen und innovativen Produkte und haben auch einen internationalen Vertrieb.
eben da herrscht einfach auch eine sehr, sehr starke Markenloyalität gegenüber diesen Biscoff-Keksen und das ja, führt natürlich auch zu gutem Wachstum und einer absolut guten Marktstellung. Wir sehen ja auch so eine kleine Historie zu Lotus. Da hat man eben auch hier diese Akquisitionen mit drinnen. Sie haben ja zum Beispiel auch irgendwelche Fruit-Riegel akquiriert. Dann auch hier Kiddylicious, also irgendwelche Kindersnacks. Und das zieht sich eigentlich hier immer weiter durch bis zu dieser Partnerschaft mit Mondelez. Also es ist ein sehr spannendes Unternehmen, das sich immer wieder auch neu erfindet. Also diese Lotus-Geschmack und dieser Aufstrich und so weiter, der wird einfach immer weiter in neuen Produkten verpackt und das führt eben auch dazu, dass die Kunden weiterhin begeistert sind. Wenn wir uns den Qualitätscheck ansehen, dann ist der ebenfalls sehr grün, sogar noch grüner als Aixtron. Hier haben wir einen Score von 15 von 15 Punkten. Es gibt hier keinen Punktabzug und das Earnings per Share Wachstum lag in den letzten 5 Jahren im Schnitt bei 13,87%. Also auch ein ja, sehr, sehr starkes Wachstum bei dem Unternehmen, gerade dafür, dass es eben ein Nahrungsmittelhersteller ist. Die Dividende liegt bei 0,38% und das KGV ist natürlich wirklich wahnsinnig hoch mit 62. Wenn wir uns die Revenues nach Region ansehen, sehen wir, dass der wichtigste Markt tatsächlich United Kingdom ist mit 24%. Dann kommt hier USA, dann Frankreich, Belgien und Niederlande, Deutschland relativ weit hinten mit nur 3%. Ja, das Umsatzwachstum nach Segmenten ist natürlich am höchsten bei dem Rest der Welt, also bei allen anderen Bereichen außer Amerika, United Kingdom und Europa. Da hat man den starken Wachstumsmarkt erschlossen und da ist man aber jetzt eben auch noch nicht so stark positioniert. Da ist es natürlich doch auch einfacher zu wachsen. Aber man muss festhalten, sie haben ja jetzt schon den größten Umsatzsegment in United Kingdom und da wächst man jetzt trotzdem noch mit knapp 15%. Also das ist also ein hochwachsendes Unternehmen, stark wachsendes Unternehmen und daher rührt natürlich auch die wirklich hohe Bewertung. Die können wir uns auch hier nochmal ansehen. Wir sehen, dass wir kurzfristig mal über 50% überbewertet waren bei Lotus. Da sind wir jetzt wieder gut zurückgekommen und sind jetzt nur noch 30% überbewertet. Aber das ist natürlich immer noch deutlich über dem fairen Wert. Ja, das ist eben ein absoluter Dauerläufer, der auch gerne mal deutlich zu teuer ist. Stellt sich eben jetzt die Frage, kommt jetzt die größer ausgeweitete Korrektur oder ist jetzt dieser Rücksetzer schon eine sehr gute Chance? Piotrowski F-Score haben einen Score von 7 von 9 Punkten, also auch durchaus attraktiv. Und was die Dividende angeht, sehen wir, dass die langfristig wirklich hervorragend gesteigert wird. Es ist ein wahnsinnig guter Dividendenwachstumswert und die Prognose sagt jetzt auch, die Dividende soll weiter rasant anwachsen. Das Problem ist eben, oder ja, eigentlich ist es relativ schön, der Kurs hat sich hier nochmal deutlich besser entwickelt als die Dividende, deswegen ist die Dividendenrendite relativ niedrig. Die Analysten raten im Moment zu 100% zum Halten von Lotus Bakeries, also keiner sagt hier kaufen oder verkaufen. Schauen wir uns auch hier mal den Kursverlauf von Lotus Bakeries an, relativ langfristig. Und wir sehen, dass wir die letzte langfristige Korrektur bis 2022 hatten und auch im Vergleich zu der Korrektur im S&P 500 ist es natürlich hier ja, viel kürzer, also es ist ein echter Witz, diese kleine Korrektur. Da sehen wir eben auch, dass Lotus ein absolut hochqualitatives Unternehmen ist und dieser Wochentrend, der ist absolut intakt und der ist eben auch hier ja, der Trend, der die Stimmung vorgibt. Der hat sich sogar noch beschleunigt in den letzten Monaten im Jahr 2025 im Vergleich zu dem Jahr 2023 und diese Beschleunigung wurde jetzt zuletzt mal wieder so ein bisschen nach unten abgebaut. Wenn wir uns das kurzfristig ansehen, dann haben wir hier schon eine erste Reaktion gesehen auf diese 200-Tage-Linie und aufs 61,8er Fibonacci Retracement in Verbindung mit dieser Seitwärtsphase. Ja, und da könnt ihr euch natürlich auch schon denken, das hier ist die wichtigste Unterstützung gewesen. Die haben wir auch genau abgeholt rund um dieses Fibonacci Retracement. Da war sogar noch eine kleine ist sogar noch eine kleine Kurslücke offen. Das ist schon auf jeden Fall mittelfristig die allerwichtigste Zone. Wenn wir jetzt hier nicht drehen und unter diese 9.500 Euro rutschen, dann sollte Lotus Bakery tatsächlich mal wieder eine längerfristige Korrektur auslösen. Aber im Moment sieht das danach eigentlich nicht aus. Für mich sieht es jetzt eher so aus, als würden wir jetzt hier ein Dreieck bauen und dann nach oben ausbrechen. Und dann könnte man natürlich hier auch ja, eine erste Position vielleicht öffnen, aber man muss halt auf jeden Fall hier im Auge behalten, wir sind einfach bei Lotus Bakeries unglaublich hoch bewertet, wir sind unglaublich weit gelaufen und aktuell befinden wir uns hier nur
14% unterm Allzeithoch. Und es ist durchaus möglich oder wäre auch mal schön, wenn Lotus mal hier wieder 1,5 Jahre seitwärts laufen würde. Und hier war es im Tief eine Korrektur in dieser großen, in diesem großen schlechten Marktumfeld von 27%. Und wenn wir die jetzt heute, also nach aktuellem Kursniveau, nach unten projizieren würden, dann kämen wir hier auf ein Niveau von 9.000 Euro. Ja, könnte sich auch noch ergeben. Also hier bleibt abzuwarten, was passiert. Ich finde es jetzt schon aktuell auch interessant. Wir stehen eben kurz davor, Kaufsignal auszulösen. Also hier auf jeden Fall konservativ über 11.180 Euro. Ja, also wird auf jeden Fall spannend. Man könnte jetzt hier dieses Momentum kaufen, aber der Trend ist schon sehr alt und ja, man läuft eben Gefahr, dass wieder so eine große Korrektur kommt, wie im Jahr 2021 oder eben auch hier unten mal eine längere Seitwärtsphase wie von 2016 eigentlich bis 2019. Aber der Trend ist wirklich wunderschön. Es ist eine der charttechnisch besten Aktien, die es überhaupt an der Börse gibt. Von dem her auf jeden Fall auf die Watchlist auch nehmen. Es ist ein sehr, sehr starkes Unternehmen. Ja, jetzt gucken wir uns noch die Performance der Aktien an im Vergleich. Und hier habe ich jetzt mal KLA und AIXTRON mit dem S&P 500 Total Return verglichen. Und wir sehen, dass KLA immer noch und auch langfristig deutlich besser performt hat als der S&P 500. Bei AIXTRON war das über weite Flächen der gleiche Case bis 2024. Ab da hat man sich immer weiter dem S&P 500 Kursverlauf und der Kursrendite angenähert. Und jetzt tatsächlich in den letzten Wochen sogar den Return auf Sicht der letzten 5 Jahre vom S&P 500 unterschritten. Also das könnte jetzt eigentlich auch nochmal hier das Argument untermauern, dass AIXTRON doch etwas zu stark abgestraft wurde und möglicherweise bald wieder interessant sein könnte für einen langfristigen Kauf. Ja, Lotus ist jetzt hier nicht mit dabei, aber ich kann euch sagen, Lotus hat am allerbesten performt von diesen 3 Aktien und ist hier ein deutlicher Outperformer. Also ultra langfristig, auch über 10 Jahre, ist Lotus am allerbesten gelaufen. Wir sehen eben auch, dass Lotus auf Safety und Quality gesetzt ist. AIXTRON ist eben noch ein deutlich wachstumsfokussierteres Unternehmen und ein wirklich kleines Unternehmen. Also nochmal Achtung, da ist auch das Risiko sehr, sehr hoch, ähnlich wie bei Lotus. Aber ich würde jetzt auch sagen, dass bei AIXTRON nochmal deutlich mehr Risiko drin steckt. KLA ist jetzt eben hier der Large Cap und eher etwas konservativere Anlage. Wir sehen aber auch, dass im Schnitt der letzten 10 Jahre KLA und Lotus über 25% Kursrendite erzeugt haben, also wirklich sehr stark, und AIXTRON im Schnitt der letzten 5 Jahre 11,15%. Also es sind alles 3 wirklich spannende Unternehmen und lass mich doch gerne mal wissen, was du von den Aktien hältst. Hast du vielleicht schon eine der Unternehmen im eigenen Portfolio oder planst du da vielleicht einen Kauf? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Jetzt ist der Moment gekommen, wo du auf jeden Fall die Glocke anmachen solltest, damit du eben keine neuen Videos mehr von mir verpasst. Manchmal spielt der Algorithmus auch Streiche, also auf jeden Fall einfach die Glocke abonnieren, dann verpasst du keine neuen Videos mehr. Und Daumen nach oben da lassen, gerne abonnieren, kommentieren, mit dem Video interagieren, gerne mir auch jederzeit in den Kommentaren Fragen stellen, auch gerne dem Discord-Channel beitreten, dann können wir auch miteinander interagieren, würde mich auf jeden Fall freuen. Und das war's für heute. Danke dir für die Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.